Hallo und herzlich willkommen bei Ikuma Games. Ich zeige euch heute Stride von Joyway, ein Parkour-Game für VR. Es ist quasi wie Mirror's Edge, wer es damals gespielt hat, nur eben, dass man selber spielt. Ich habe hier meine Hände und ich zeige euch das einfach mal von Anfang an. Es gibt nämlich jetzt, ich spiele gerade die PC-Version, aber die PC-Version und die Quest-Version, gibt es beides, haben sich ziemlich gut angeglichen. Davor war die Quest-Version ein bisschen weiter, es gibt ein neues Tutorial und das möchte ich euch gerne zeigen. So, Tutorial. Wir fangen an mit Beginning. Oh, guck mal, es schneit oder so. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das muss neu sein. Welcome to the tutorial. You can open the pause menu by pressing the menu button on your left controller. Use the left stick to walk. To open a door, you can turn either physically or by using the right stick. The game features smooth and snap turning. Give it a try and choose the option you like best. Ja, normales Snap-Turning. Kann man haben, hat man eben gesehen, kann man einstellen, bei wie viel Grad das snappt. Ich mag immer ganz gerne, wenn ich lieber ein bisschen öfter drücken muss. To run, wave your hand while Genau. walking. Zum schneller Laufen muss man die Hände bewegen. Dadurch eignet sich das Spiel Let super your hands als down and hold down the jump button. Make a Sportspiel. strong wave of your arms upward and release the button while swinging. Genau. Wupp. Okay. Grab hat man noch nicht. Gut. Schritt für Schritt. So. Also hier würde ich jetzt zum Beispiel laufen und springen. Okay. Ziele. Hopp. Complete a quick task. Follow the markers. Go to the door if you want to skip the tutorial. Hopp. Und man kann sich auch festhalten. Ah, doch nicht. Okay, gut. Grab gibt es noch nicht. Wenn man es schon kennt, ist es fast schon schwieriger. So. Oh. Normalerweise kann man sich nämlich hier hochziehen an den Wänden, aber das soll man jetzt noch nicht machen. Okay. Und zum letzten. Great. Also ich spiele immer mit Snap-Turn, gerade eben mit der Aufnahme, sonst, wenn ich mich so hier rumbewege, ist es mit der Aufnahme ein bisschen blöd, dann kehre ich euch den Rücken zu, aber sonst kann man natürlich einfach alles physisch machen. Ist eigentlich ganz cool, gerade wenn man es auf der Quest spielt. To do so, simply make another jump while you are above the obstacle. Okay, Doppelklick quasi. Hopp, hopp. Da kann man so von einem Vorsprung. Okay, das hat nicht geklappt. Okay. Ah, da hinten. Ja, und es macht auf jeden Fall richtig Laune. Und auch wenn man denkt, okay, man bewegt ja nur die Hände so ein bisschen, was soll denn da anstrengend sein? Das wird anstrengend, wenn man immer so hoch nimmt die Arme. Man kann natürlich parallel die Beine mit bewegen, aber das wird jetzt im Spiel nicht getrackt natürlich. Aber es macht richtig Lust. Okay, hier klettern. Grab. Ganz normal, wie man es kennt von anderen Spielen. Und okay. Haben sie schön gemacht, das Tutorial. Vorher war das nur so ein leerer Raum fast schon und wurde alles rudimentär gezeigt. Jetzt ist es alles ein bisschen schöner. Grafisch hat sich auch einiges getan. Der Unterschied zur Quest-Version ist eigentlich nur ein bisschen bessere Texturen und so weiter. Okay.
Kann ich hier? Man kann natürlich auch einfach klettern, aber eigentlich versucht man hier immer so einen Flow hinzubekommen. Okay. Es gibt auch einen Wallrun, aber ich weiß nicht, ob man den jetzt schon machen kann. Und festhalten, zack. Wird schön alles nach und nach erklärt hier. Jump to the wall at about 45 So, degrees. jetzt haben wir das. While you are in contact Wallrun. with the wall, turn along the wall and continue to hold the walk Oh, forward okay. button. Jump at the end of the wall run. War ich zu schnell? Wollte er mich nicht... Einfach hier so ein bisschen gegen die Wand springen. Dann kann man einen Wallrun machen. Hopp. Und auch von der Wand wieder abspringen. Na, wo ist der Checkpoint? To perform a slide, Das ist squat auch cool. down while running. Hopp. Okay. To use the zip line, simply jump towards the zip line and grab it. Ganz einfach. Einfach grabben. Kann auch springen und grabben. Deine Hand. So. Also was Parkour angeht, ist eigentlich alles hier drin. Außer natürlich jetzt irgendwelche Special Tricks und so. Vielleicht bauen sie das ja auch nochmal ein. Aber wie willst du es machen? Wäre dann ja nur per Knopfdruck, dass man irgendwie cool aussieht. Man hat keine Beine. Von daher. In order to use the grappling hook, jump towards Genau, it, einen Grappling Hook gibt's auch. towards it, and Das ist pressing ganz the cool. grip and trigger buttons simultaneously. Hopp. Tja. Es wird schön alles kombiniert. Okay. You will come across snipers in various mods. To Genau. dodge the sniper Gegner gibt's shot, auch. You can physically dodge when you see the laser sight. Oh. Genau. Sniper schön ausweichen. Put the right controller towards your left shoulder. Turn it towards you and hold the grip to grab the pistol. Ja, danke. Excellent. Take Genau, the es gibt eine pistol Waffe. and shoot 7 times. To reload the pistol, lower it with the muzzle Reloaden down. ist wie bei Pistol Whip. Schön einmal nach unten klicken. Also nach unten schnalzen die Waffe. Zielen ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann trifft man auch. Genau, die Waffe ist in der Schulter. At difficult moments, Das kann man as einfach well holen, as ansonsten in einfach combat, wegschmeißen, you can geht use wieder zurück. Focus. To do this, press the upper part of the right touch button. Focus is active for 3 seconds and then automatically turns off. Genau, es gibt so eine Art Fokusmodus. Wenn man B drückt, jetzt hat der oberen Touch-Button gesagt. Das ist wahrscheinlich noch, wenn man Vive benutzt. Benutze ich ehrlich gesagt selten, aber eigentlich ist es total hilfreich. Sollte ich mir angewöhnen. So, das hätten wir. Also das Spiel befindet sich natürlich noch in der Entwicklung. You will encounter drones placing bomb traps, tripwires, Ja, danke. air and land mines on the location. Ich erkläre das schon den These Leuten, keine traps Sorge. can either be bypassed or destroyed by shooting at the center of the mechanism. The drone itself can also be destroyed with a few well-aimed shots to the body. Ja. Also es gibt Drohnen. Die kann man erstens abschießen. Aber ich treffe den da hinten jetzt nicht. Muss ich vielleicht näher rangehen. Auf jeden Fall hat er hier so Ziele.
so Minen und so weiter hingelegt. Da muss man aufpassen. Die kann man wegschießen oder ausweichen. So, ich gehe mal ein bisschen langsamer, um euch zu erklären, was abgeht in dem Spiel. Also, es ist ein Parcours-Spiel. Befindet sich noch in der Entwicklung. Und bis jetzt gibt es eben das Tutorial und ein paar Grundmodi, so eine Art Endless Run, einen Arena-Modus und ein paar Racing-Modi, dass man bestimmte Maps in einer gewissen Geschwindigkeit macht. Aber es wird auf jeden Fall noch einen Story-Modus geben. Dazu gibt es noch einen Trailer, der ist jetzt seit kurzem neu, dass sie so ein bisschen zeigen, wie das dann ist. Ne? Ich glaube, am Ende des Videos zeige ich euch den einfach mal, dass ihr euch das vorstellen könnt. Ich finde das in VR eigentlich ganz cool, dass erstmal an der also was heißt in VR, aber bei der Entwicklung von VR-Spielen sieht man es immer häufiger, dass ein Spiel erstmal nur so eine Art Sandbox-Modus hat, bis die Spiele mal irgendwie einen Story-Modus haben. Das ist gut für die Entwickler, die können da schon mal ein bisschen Geld zusammenkramen und die Leute haben schon mal ein bisschen Spaß. Und gerade in VR muss man ja auch viel ausprobieren. Wie funktioniert das mit mit Steuerung und so weiter. Gerade hier, wie funktioniert das mit dem Laufen und so. Das muss man natürlich testen, wie reagieren die Spieler da drauf. Und ich muss sagen, das funktioniert super gut. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, so dass man wirklich das Gefühl hat, man sprintet. Und dann nimmt man die Waffe, schießt den Typen ab und rennt weiter. Ihr werdet gleich nochmal ein bisschen Endless Run sehen und dann sieht man, was für einen Flow man hier erreichen kann. Okay, man kann sich natürlich auch ducken. Fokus. Oh, der hält noch. So. Hopp. Exit. Haben wir das Tutorial geschafft? Yes. So. Das war das Tutorial. Und ja gut, wenn man hier hinguckt, hier sieht man schon, das wird sich alles über den Dächern abspielen. Und wir haben das Tutorial gemacht. Ich zeige euch mal in kurzen Ründchen die 3 Modi, die es bis jetzt gibt. Wie gesagt, Story-Modus kommt. Und wer weiß was noch für Modi. Aber ich finde, das Grundspiel funktioniert schon richtig gut. Tutorial haben wir gemacht. Es gibt Achievements seit kurzem. Da kann man neue Handschuhe, ein paar Cosmetics freischalten. Hier zum Beispiel, habe ich schon da irgendwas? Ja, so eine rote Hand zum Beispiel. Ein paar Handschuhe. Der Hook ist bei mir grün. Ich kann auch so einen schwarzen hier nehmen. Passend zu Ikuma Games. Die Waffe muss ich natürlich rausholen. Kann ich den auswählen? Muss ich erstmal... Ja, viele muss ich erstmal freischalten. Ah, guck mal hier, die blaue Waffe zum Beispiel. Ist doch ganz schick, oder? So. Und das war's. Angefangen hat es mit dem Endless-Modus. Den zeige ich euch als erstes. Da muss man einfach laufen. Und zwar gegen das Böse. Also gegen der schwarze Tod hier, der einen verfolgt. Der kommt einem nämlich hinterher und versucht einen einzuholen. Und man selber versucht einfach, solange es geht, gegen den anzukommen. Hopp. Und da kann man einen richtig geilen Flow aufbauen, was es dann auch super zu einem Sportspiel macht. Hopp. Hoch mit mir. So. Und gerade wenn man es mit der Quest spielt oder hier wie ich jetzt kabellos mit Virtual Desktop, dann stört einen auch ein Kabel nicht. Hopp. So. Ja, und die Map produziert sich zufällig, also generiert sich die ganze Zeit, deswegen funktioniert das endlos. Hier kann man auch durch Scheiben springen. Das ist ganz cool. Und ihr hört schon an meinem Atem, das ist anstrengend auf Dauer. Und schön durch die Tür preschen, durchs Fenster und mit dem Sound und so macht das richtig Laune. Oh, hier, da kommt jemand. Waffe. Keine Munition. Okay, habe ich einmal abbekommen.
Da muss ich aufpassen, wenn ich hier gegenrenne. Also man stirbt auch. Beziehungsweise der Run endet. Entweder wenn das schwarze Zeug euch erreicht hat. Oder wenn ich zu oft eins angewischt bekomme. Oh shit. Headshots funktionieren auch übrigens. Oh, da wäre ich fast runtergefallen. Genau, wenn ich runterfalle oder wenn ich angeschossen werde, verliere ich Lebenspunkte. Und ich glaube, guck mal, hier sieht man sogar, wie viele Punkte ich bekommen habe und wie viele Lebenspunkte ich noch übrig habe. Man kann die auch einsammeln. Also hier sind so Medipacks, liegen hier zwischendrin rum. Genau. Upp. Und oh, das war knapp. Shit. Okay, die sind hier oben. Und hier kann ich mich ducken. Hopp. Ja, am Anfang hatte ich noch Schwierigkeiten mit dem Springen. Wann genau ich abspringen muss und so, aber das kommt. Und dann versteht man, wie das funktioniert. Boah. Komm. Ah, da bin ich gestorben. Ja, quatschen und spielen ist anstrengend. So. Das war der Endlosmodus. Wir gehen zurück. Da, Main Menu. Und dann zeige ich euch als nächstes den Time Run. Da habe ich schon ein bisschen... Bei der Quest habe ich alle schon durch. Aber auf der PC-Version habe ich noch nicht alle gemacht. So, da gibt es nämlich einen Time Trial quasi. Wer am schnellsten dran ist. Hier sind schon die Highscores. Manche finde ich echt krass. Hier 8 Minuten. Ich habe 21 gebraucht. Ich weiß gar nicht. Ich zeige euch das einfach mal hier. Erste Map. Mein Highscore ist 21 Sekunden. Und der Highscore hier, der Flow Crispy 90, Shoutout, hat 8 Sekunden geschafft. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Irgendwo da hinten ist das Ziel. Ich weiß nicht, ob er sich irgendwo durchgeglitscht hat oder so, aber ja, versuche ich mal so schnell es geht hier vorbeizukommen. Hopp. Immer schön rennen, Arme bewegen. So, und da hinten ist auch schon das Ziel. Ihr seht, 18 Sekunden habe ich schon und ich war gar nicht so schlecht, aber keine Ahnung, wie das gehen soll. Ja, ich zeige euch eins der schwereren Level vielleicht. Die sind nochmal ästhetisch ein bisschen anders. Ihr habt jetzt immer das Weiß gesehen hier. Ist ein bisschen schwieriger und dadurch gibt es hier ein bisschen Darkness. Ganz cool. Die Lampen hier. Das Rot macht die Stimmung auch bedrückend. Gucken, ob ich das jetzt schaffe. Oh, und da bin ich schon gefallen. Und tschüss. Ja, wenn man Time Trial machen möchte, kann man natürlich einstellen, dass man sofort wieder einsteigt, weil, ups, wenn man verliert, ist die Zeit ja schon quasi für den Arsch. So, wie komme ich zurück? So. Nochmal Restart. Dann zeige ich euch die Modifikatoren. Kann ich die nicht auswählen? Na? Geht wohl gerade nicht. So, warte mal, wenn ich hier... Ich zeige euch es mit dem Arena-Modus. Ihr habt es gesehen, was ich meine. Das Neueste ist der Arena-Modus. Den gibt es auf dem PC auch erst seit kurzem. Der macht mir besonders viel Spaß. Nämlich da kann man sich einigermaßen vorstellen, wie das Hauptspiel irgendwann sein würde. Auf den Dächern einer richtigen Stadt. Es waren ja jetzt immer irgendwelche Fantasiebauten. Das hier ist wirklich auf Hochhäusern. Hier mit den ganzen Ventilatoren. Ja, was ich euch zeigen wollte, sind hier die Modifiers. Instadeath zum Beispiel. Wenn du einmal getroffen wirst, bist du tot. Gibt dann einfach auch mehr Punkte. Kein Fokus. Ich benutze den Fokus selten, von daher könnte ich den auch ausstellen. Dann kriege ich ein bisschen mehr Punkte, wenn man eben gegen andere hier punktemäßig spielen möchte. Ja, und das ist natürlich auch ein Endlosmodus. Man kriegt Aufträge, die kann man sich dann gleich anschauen, das zeige ich euch gleich.
Und dann macht man so lange, wie man kann, um halt eben den Highscore zu knacken. Ich weiß gar nicht, wie lange hier No Spirit Wind zum Beispiel gespielt haben muss, damit er 73.000 Punkte bekommt. Ich zeige euch das Ganze mal. So, Start. Und hier Collect the Cases. So, müssen wir Taschen finden. Und dann versuchen wir einfach dahin zu kommen. Und hier strahlt die Grafik wirklich. Das ist wirklich cool gemacht hier auf den Dächern. Bin ich nicht hingekommen? Komm schon, Mike. Ein bisschen schlecht gemacht hier alles. Also von mir. Genau. Man hat da die Indikatoren. Die Drohnen zeigen einem den Weg. Ui. Und das ist auf Zeit. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann ja, habe ich verkackt. Hier sind die Medipacks, von denen ich erzählt habe. So. Okay, einen haben wir geschafft. Beziehungsweise zwei. Jetzt schnell auch den letzten. Wenn wir es nicht schaffen ab einer gewissen Zeit, dann verlieren wir einfach ein Leben. Oh, doch nochmal ein. Scheiße. Und schnell, komm. Oh. Wo ist der andere? Komm. Oh, shit. Jetzt kann ich mich quasi in den Tod stürzen. Dann komme ich nicht mehr hoch. Komm, wir schaffen das. Oh. Wo ist er? Da hinten. Oh, ich glaube, das wird nichts. Komm, schnell. Ja, die Map ist gar nicht so klein. Da kann man eine Weile, bis man von einem Ende zur nächsten kommt. Es dauert eine Weile. Okay. Oh, gerade so noch geschafft. Also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie lange die Zeit ist. Manchmal ist es dann einfach vorbei, ne? So, Reach Checkpoint. Oh, shit. Okay, jetzt muss ich schnell rüber. Oh, nicht springen. Ja, manchmal ist es, wenn man ein bisschen hektisch wird, dann verkackt man hier schon mal. So, Checkpoint erreichen. Komme ich hier hoch und durchs Fenster. Und, stimmt, es gibt sehr kurzen Nahkampf. Das ist, glaube ich, auch neu. Also, wo ich es gespielt habe, gab es das schon, aber am Anfang gab es es wohl noch nicht. Jetzt kannst du die schön babam mit den Fäusten platt machen. Genau. Gucken wir mal, ob wir den auch noch schaffen hier. Schön Werbung fürs eigene Spiel. Outlier. Habe ich noch gar nicht reingeguckt. Ist bestimmt auch ganz nett. Joyway arbeiten an vielen Spielen gleichzeitig immer. Aber was Joyway angeht hier, Joyway, so heißen die, Stride angeht, haben sie mich nicht enttäuscht. Und ich freue mich wirklich auf den Story-Modus. So, den einen mache ich hier noch. Hopp. Und ich gerate hier wirklich schon ins Schwitzen. Ihr solltet es an meiner Stimme hören. Das ist ganz schön anstrengend. Oh. Stirb. Ist da mir noch einer? Da. Oh. Okay. Da oben. Geschafft. Puh, alles klar. Das soll's gewesen sein. Das ist... Kann ich mich vielleicht umdrehen? Hier. Anderen Ausblick. Hier, das ist Stride. Parkour-Game für Oculus Quest und PC. Ich spiele gerade die PC-Version, die ist grafisch ein bisschen besser, aber ansonsten ähneln die sich schon. Und ich werde jetzt hier ans Ende des Videos den Trailer zum Story-Modus zeigen. Dann seht ihr nochmal, wie das Ganze hier aussehen könnte, wenn das Spiel fertig ist. Beziehungsweise wie dann der Story-Modus dann eben sein könnte. Und ich freue mich drauf, wenn es wie bei Mirror's Edge so eine kleine
kleine Story zu so einem Underground-Parkourler oder so ist, dann ist es bestimmt super interessant. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Gucken wir was raus. Ciao. At the moment, we have the level design of several locations from the first story arc of the game ready. We don't want to spoil the plot at this stage. For the moment, we can only say that the storyline of the game starts in urban slums, one of the poorest and most criminally prone areas of the city. On its roofs, the protagonist does his daily job as a chaser. This location serves as an example of what level of graphics and detailing we want to achieve in the final product. After a chain of events on the rooftops of the slums, events are escalating, and the player finds himself in storage facilities, where shootouts in confined spaces become even more intense. We are also working on locations of affluent areas of the city, with skyscrapers propping up the sky and neon signs adding to the realism of the environment. In addition to the locations, we've done a lot of work on the lore and the plot of the game, the characters and their motivation. We want to add gameplay and mechanics to the story mode that are not available in the arcade game modes. You can see the approximate state of the story mode at the moment, and we will share with you new information about it as it becomes available.